Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video über die Brünstadt Christian Church. Das ist eine kleine evangelische Freikirche, von der ihr wahrscheinlich bisher noch nie etwas gehört habt. Jedenfalls mir persönlich ging es so, ich habe diese Freikirche erst vor 3 Jahren ungefähr kennengelernt und habe seitdem einige Versammlungen von ihnen besucht, Menschen kennengelernt aus dieser Freikirche und ich begleite mittlerweile sogar ein Dissertationsprojekt, wo jemand diese Freikirche näher erforscht. Die Brünstadt Christian Church, die sich in Deutschland DCG nennt, die christliche Gemeinde, das ist eine international verbreitete Freikirche, die ihren Ursprung in Norwegen hat. Tatsächlich ist es die einzige weltweit verbreitete Freikirche, die aus Norwegen kommt. Aufgrund starker Einflüsse aus der methodistischen Theologie und der Heiligungsbewegung und der Pfingstbewegung ist bei ihnen das Streben nach einem geheiligten Leben und die Überwindung sündhafter Verhaltensweisen das zentrale Motiv ihrer Theologie und Frömmigkeit. Auf ihrer internationalen Website kann man das lesen, was so ihr eigentliches Thema ist. Da steht A Church that gathers around sanctification. Eine Gemeinde, eine Kirche, die sich um das Thema Heiligung herum versammelt. Das ist das Kernthema und das wird sich in den folgenden Darstellungen meinerseits immer wieder widerspiegeln. Heiligung ist das entscheidende Thema dieser Kirche. Etwas spannend ist die Frage, was der eigentliche Name dieser Kirche ist. Lange Zeit, als es so anfing, hatten sie sich gar keinen Namen gegeben. Manchmal nannten sie sich einfach nur die Gemeinde. Dann zeitweise gab es in Deutschland eine Zeitschrift, Das Leben, was dann auch so als Eigenbezeichnung übernommen wurde. Dann haben sich, weil sie sich keinen richtigen Namen gegeben haben, Fremdbezeichnungen eingebürgert. In Deutschland sind sie bei manchen bekannt als die Norweger oder die Norwegerbrüder. Oder man hat sich daran orientiert, wer sie gegründet hat. Das war Johann Oskar Smith. Und deswegen nannten manche sie auch Smiths Freunde oder Smithianer. Als man sich dann in den 1970er Jahren rechtlich organisieren musste, um Grundstücke zu kaufen und so weiter, dann gab man sich in Deutschland den Namen die christliche Gemeinde, DCG. Das ist aber ein seltsamer Name, weil es könnte das Missverständnis entstehen, dass es so auf dem Die betont wird. Wir sind die christliche Gemeinde, die eigentliche, die einzig wahre christliche Gemeinde oder so. Das wird heute auf keinen Fall so gesehen und deswegen fremdelt man, habe ich so den Eindruck, mit seinem eigenen Namen. Eigentlich nennt man sich heute einfach nur noch DCG und erklärt diese Abkürzung gar nicht mehr so, keine Ahnung, so wie man Edeka sagt und gar nicht mehr weiß, wo das eigentlich herkommt. Also, die DCG. Was ist das für eine Kirche? Das heutige Zentrum dieser Kirche ist in Norwegen immer noch. Und zwar ist es dieses Gelände, was Brünstadt genannt wird. Brünstadt war ursprünglich mal einfach hier so ein Wald- und Wiesengelände an einem Fjord, am Oslofjord. Und das hat man in den 50er Jahren gekauft und immer weiter ausgebaut. Es liegt in der Nähe des südnorwegischen Dorfes Stokke. Das gehört zur Gemeinde Sandefjord, ungefähr 100 Kilometer südlich von Oslo. 1956 hat man das gekauft und zu einem riesigen Konferenzzentrum ausgebaut. Heute nennt sich das Oslofjord Convention Center. Das ist nach eigenen Angaben die größte Hotelanlage Europas. Ihr seht das hier auf diesem Bild. Man hat eine Kapazität für 12.000 Übernachtungsgäste und es ist ein riesiges, modernes Konferenzzentrum mit einem mit modernster Technik ausgestatteten Konferenzsaal für ungefähr 7.000 Personen, mit einem Freizeit- und Sportzentrum, mit einem Eishockeystadion, mit Fußballfeldern, Tennis, Volleyball und so weiter. Dieses Zentrum hat die BCC aufgebaut,
hat es dann ausgelagert. Rein rechtlich ist es heute so, dass das Zentrum eigenständig ist, dieses Oslo Fjord Convention Center. Es kann auch von anderen Organisationen für Kongresse und so gemietet werden und ist quasi rechtlich unabhängig von der Kirche, aber die Kirche steht dahinter sozusagen. Und sie hat da wirklich etwas Beeindruckendes geschaffen. Man schätzt den Wert des Geländes heute so auf 500 Millionen Euro. Und ja, wenn man sich das überlegt, dass eine Kirche, die weltweit nur 25.000 Mitglieder hat, so etwas aufgebaut hat, dann ist das schon sehr beeindruckend und es zeigt, dass die BCC auf jeden Fall wirtschaften kann, meiner Ansicht nach. Wenn man sich anschaut, was ist das für eine Kirche, dann merkt man, sie ist weltweit verbreitet. In 54 Ländern auf der Welt gibt es BCC-Gemeinden. Wir sehen das hier auf allen Kontinenten sind sie verbreitet. Schwerpunkt natürlich in Europa. Das Zentrum ist in Norwegen. Dort gibt es 19 Gemeinden mit insgesamt ungefähr 9.000 Mitgliedern. Und das Beeindruckende ist, dass es nicht wie bei vielen anderen Kirchen eine überalterte Kirche ist, wo nur noch alte Leute hingehen, sondern die Altersstruktur ist außergewöhnlich jung. Circa 60% der norwegischen Mitglieder sind unter 30 Jahre alt. Und auch in Deutschland, wenn man sich das anschaut, dort gibt es 10 Gemeinden in ganz Deutschland. Auch da ist die Altersstruktur sehr jung. In Deutschland gibt es ungefähr 2700 Mitglieder mit einem ebenso großen Anteil junger Menschen. 850 Mitglieder sind noch minderjährig. Die Verteilung der Gemeinden sieht man hier sehr schön von Hamburg bis unten kurz vor die Schweizer Grenze. Ein Schwerpunkt mehr so in Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Von uns, von Marburg aus gesehen, ist hier die nächste Gemeinde die DCG Fulda in der Nähe von Schlitz. Wir sehen auch, dass es in Ostdeutschland keinerlei Gemeinden gab. Also es gab da in der DDR nie etwas und hat sich auch nach der Wende nichts dort entwickelt. 10 Gemeinden, 2700 Mitglieder, das heißt, wir sehen schon, die Gemeinden haben durchschnittlich so eine Größe von 200 bis 300 Mitgliedern. Man macht das so, dass man lieber so überregional Gemeinden baut mit einem größeren Einzugsgebiet und dafür dann lieber gute Gemeindezentren mit einer hohen Mitgliederanzahl. Kommen wir zur Geschichte der Brünstad Christian Church. Das fing alles mit diesem Menschen an, Johann Oskar Smith. Das ist die entscheidende Person, von der auch heute noch sehr viel geredet wird, von der das Allermeiste gelesen wird von diesem Menschen. Johann Oskar Smith, auch genannt J.O. Smith. Manchmal wird auch das TH, die englische Aussprache, nicht so verwendet. Man spricht das dann eher norwegisch aus, Johann Oskar Smith oder so. Er wurde geboren am 11. Oktober 1871 im südnorwegischen Fredrikstad, ungefähr 100 Kilometer südlich von Oslo, am östlichen Ufer des Oslofjords. Schon bald nach seiner Geburt trat die Familie von der norwegischen lutherischen Staatskirche zur methodistischen Kirche über. Das hat ihn geprägt. Dort hat er auch die Sonntagsschule besucht. Mit 15 Jahren hat er dann seine Schullaufbahn schon beendet und heuerte auf einem Schiff an, als Schiffsjunge auf einem Handelssegelschiff, das über die Weltmeere gefahren ist. Mit 17 begann er dann eine Ausbildung bei der norwegischen Marine in Horten am Oslofjord, wo er dann schließlich eine berufliche Karriere als Unteroffizier machte und 1895 zum Unterkanonier befördert wurde. Dann mietete er sich eine Wohnung in Horten und war die Hälfte des Jahres auf See und den Rest der Zeit im Landdienst. Und in dieser Landdienstphase passierte dann sein entscheidendes Bekehrungserlebnis am 19. Mai 1898. Er war 27 Jahre alt. Er hatte Wachdienst auf dem im Hortener Hafen liegenden Schiff Thor und er übergab sein Leben Gott und war seitdem ein ernsthafter Christ.
So ernsthaft, dass er sich sogar aus seiner örtlichen Methodistengemeinde zurückzog, weil er sagte, die können mir jetzt nicht mehr ausreichende Nahrung bieten, er brauchte jetzt mehr Schwarzbrot. So begann er also verschiedene Kirchen und Freikirchen zu besuchen, Hauskreise, Gruppen. Er machte erste eigene Versammlungen mit Jugendlichen, bevor er dann 2 Jahre später ein weiteres entscheidendes geistliches Erlebnis hatte, im Herbst 1900. Er war an Bord des Kanonenbootes Sleipner und dort erlebte er nach eigenen Angaben, wie er das ausdrückte, eine Geistestaufe. Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ihm ein neues Verständnis der Bibel erschloss. In seiner Umgebung traf er damit auf nur wenig Verständnis, aber er breitete die Botschaft von seinen geistlichen Entdeckungen immer weiter aus. Im November 1902 heiratete er Pauline Pedersen in der Methodistenkirche von Christiansand. Da war er zwischenzeitlich versetzt worden. 1904 ging es dann wieder zurück nach Horton, wo Smith ein Jahr später das Anwesen seines Schwiegervaters erwarb und wo das Ehepaar dann schließlich 6 Kinder bekam. Es blieb sein Wohnort bis zu seinem Tod am 1. Mai 1943. Wie entstand daraus jetzt eine Kirche, eine Bewegung? Seit seiner Bekehrung besuchte Johann Oskar Smith ab 1898, wie gesagt, verschiedene Gemeinden und dabei wurde er zunächst von einem Prediger einer freien evangelischen Versammlung besonders beeindruckt, der hieß Erik Andersen. Der nannte sich später Erik Nordquelle und außerdem war er von diesem Menschen sehr angetan, Theodor Ellefsen. Das wurde sein engster Freund, sein geistlicher Vertrauter. Die beiden fingen so eine Zweierschaft an und Johann Oskar Smith sagte später, das ist so mein ältester Bruder, geistlicher Bruder, weshalb man so intern sagt, 1904, als die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern begann, das war eigentlich so das Gründungsjahr der BCC. Sie nahmen dann noch einen dritten Menschen mit dazu, nämlich seinen eigenen Cousin Wilhelm Berg. Die 3 trafen sich dann regelmäßig zum gemeinsamen Beten und das war so die Keimzelle der Brünstadt Christian Church ab 1904. Im Juni 1905 hat dann J.O. Smith postalisch einen Brief bekommen von seinem Bruder Axel Smith, dass der ebenfalls jetzt ein entschiedener Nachfolger Jesu sei. Die beiden haben sich dann immer geschrieben. Axel Smith war Zahnarzt in Christiansand und er gehörte dann auch mit zu diesem inneren Kreis. Also so Person von Person hat sich die Gruppe immer mehr erweitert. Im Jahr 1906 ließ sich J.O. Smith dann von Erik Andersen bei einer Konferenz durch Untertauchen taufen. Er war ja schon als Kind in der lutherischen Staatskirche von Norwegen getauft worden. Jetzt holte er quasi eine Glaubenstaufe noch einmal nach. Er taufte dann auch seinen Bruder Axel selber. Ende 1906 passierte etwas Entscheidendes. Dieser Mensch, Thomas Ball Barrett, ein Norweger, war einige Zeit in den USA gewesen und hatte dort eine Geistestaufe empfangen und hatte Kontakt zur Pfingstbewegung bekommen. Und er kam jetzt zurück nach Norwegen und begann dort in Christiania, wie damals die Hauptstadt Oslo noch hieß, ab 1907 Erweckungsversammlungen im pfingstlerischen Stil abzuhalten. Auch J.O. Smith empfing am 28. Januar 1907 in Horten die Gabe des Zungenredens. Das verbreitete sich jetzt in diesen Pfingstgruppen in Norwegen. Auch Axel Smith, Ellefsen und Berg, die Kerngruppe, sie konnten dann alle in Zungen reden. Langsam formierte sich so eine norwegische Pfingstbewegung unter der Leitung von Barrett. Axel Smith reiste dann sogar nach Deutschland, trug dieses Pfingstfeuer weiter. Er traf sich dort mit Theodor Jellinghaus, einem berühmten Theologen der Gemeinschaftsbewegung. Und er löste sogar eine Erweckung in einem Diakonissenmutterhaus in Lichtenrade bei Berlin aus.
Axel Smith lernte Deutsch und baute immer mehr Kontakte auch nach Deutschland auf. Er wirkte dann auf internationalen Pfingstkonferenzen auch als Dolmetscher. Hier sehen wir Johann Oskar Smith mit seinem Bruder Axel. Die beiden waren so das Kernteam. Und man könnte sagen, dass diese Kerngruppe am Anfang eigentlich Pfingstler waren. Sie gehörten so zur Pfingstbewegung mit, aber es traten dann immer mehr Spannungen auf. Die Versammlungen der Pfingstler spalteten sich in Norwegen, wie in Deutschland auch. Und Smith entfremdete sich immer mehr von der Pfingstbewegung, bis er ca. 1912, 1913 endgültig mit ihr brach. Entscheidend waren dabei unterschiedliche Ansichten über die Heiligung. Smith las viel alte Kirchenväter, Mystiker, er las Jesse Penn Lewis, er las Thomas von Kempen, Madame Guyon, und all das bestärkte ihn in der Ansicht, dass der Mensch auch nach einer Geistestaufe immer noch nicht endgültig von der Sünde befreit sei. Das war eine pfingstlerische Meinung. Der Heilige Geist erfüllt mich so 100%, dass Sünde keinen Raum mehr in meinem Leben hat. Das sah Johann Oskar Smith anders. Er sagte, Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, ein lebenslanger Kampf. Man muss immer weiter an der Überwindung von Sünden bis zum Tod mit ganzer Entschiedenheit arbeiten. Insofern erschien ihm diese pfingstlerische Theorie einer Auslöschung der Sünde durch die Geistestaufe als ein Irrweg. Dann nimmt man die Sünde nicht ernst genug, seiner Meinung nach. Das hielt er für gefährlich, genauso wie auf der anderen Seite das, was er so aus der norwegischen lutherischen Staatskirche kannte, ja, das lehnte er auch ab, dass man sich auf einer rein forensischen Rechtfertigungslehre ausruht und sagt, es ist ja alles Gnade, Sünde wird sowieso vergeben und deswegen muss ich mir um meine tägliche Heiligung auch keine Gedanken mehr machen. Das hielt er auch für gefährlich. Er konnte also weder mit den Lutheranern noch mit den Pfingstlern und deswegen sah er sich gezwungen, eine ganz eigene Bewegung zu gründen. Das machte er aber nicht als ein großer Redner in Massenversammlungen wie manche andere, sondern es entwickelte sich so durch persönliche Gespräche, durch Treffen in Privatwohnungen, durch Hausgruppen, durch Schriftwechsel. Langsam wuchs eine kleine Bewegung daraus. Einen entscheidenden Faktor dabei bildete die Gründung eines Verlages. Wir sehen das hier 1912 gegründet, der Schulte-Scudder Verlag. Schulte-Scudder heißt verborgene Schätze. Dort wurde vor allem eine Zeitschrift erstmal publiziert, nämlich diese Zeitschrift Verborgene Schätze, die dann so ein Kristallisationspunkt für ein Netzwerk von Freunden wurde. Während des Ersten Weltkriegs wuchs die Bewegung auch maßgeblich dadurch, dass die führenden Männer der Bewegung als Mitglieder der norwegischen Marine auf ihren Patrouillenfahrten an der norwegischen Küste entlang missionierten. Von großer Bedeutung wurde dann auch eine Briefsammlung, die in diesem Schulte-Scudder Verlag publiziert wurde. Bis heute werden die Briefe von Johann Oskar Smith gerne gelesen zur geistlichen Vertiefung. Die Versammlungen wuchsen dann. 1922 wurde das erste Versammlungshaus in Horten gebaut und 1931 schon ein erster internationaler Kongress abgehalten. Bis zu seinem Tod 1943 blieb Johann Oskar Smith die entscheidende Führungspersönlichkeit der Bewegung, der mit charismatischer Ausstrahlung und Organisationstalent für Zusammenhalt, theologische Ausrichtung und fördernde Strukturen sorgte. Im Rückblick muss man sagen, ist es tatsächlich erstaunlich, dass dieser Mann, Johann Oskar Smith, als einfacher Marinesoldat mit nur geringer Schulbildung, mit 15 hatte er ja schon die Schule abgebrochen, er hat dann auch nichts weiter studiert, hatte keine akademische Qualifikation, keinerlei theologische Ausbildung, keine kirchliche Ordination und trotzdem hatte er Ausstrahlung, Charisma gehabt,
so dass er zu Lebzeiten ein Netzwerk von ungefähr 1000 Personen aufbauen konnte, ja, für die er eine geistliche Autorität wurde. Theologisch war er dabei ein Autodidakt, ein ja auch relativ spät bekehrter Mensch, der aus seine Überzeugungen nur aus eigener Bibellektüre, aus Gesprächen mit Freunden und aus der Lektüre erwecklicher Literatur bezog. Neben den Brüdern Smith wurde Elias Aslaksen bald ein wichtiger Verkündiger, Missionar und Organisator der Bewegung. Er war ein begabter Redner und Evangelist und setzte sich vollzeitlich für die Bewegung ein, was maßgeblich dann auch zu deren Aufblühen beitrug. Nach dem Tod von Johann Oskar Smith 1943 übernahm Aslaksen bis 1976 die Führung der BCC. In dieser Zeit kam es zu einem starken globalen Wachstum. Das Brünstadt-Gelände wurde 1956 gekauft und dadurch erhielt man so einen geografischen Mittelpunkt, der eine immer größer werdende Rolle dann spielte. Deswegen nennt die Kirche sich bis heute auch nach diesem Ort Brünstadt Christian Church. In Deutschland fasste die Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg Fuß durch sogenannte Philadelphia-Konferenzen. Manchmal wurden sie auch Allianzkonferenzen genannt im schwäbischen Leonberg, wo seit den 1950er Jahren auch Vertreter aus Norwegen sprachen und auftraten. Wir sehen hier ein Bild von so einer Konferenz mit dem klassischen Spruch, Bibelvers dort hinten an der Rückwand: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Da sehen wir wieder das Kernthema der BCC. Aus diesen Konferenzen entwickelten sich Hauskreise, aus denen dann sich in den 1960er Jahren erste Gemeinden bildeten. Nach Aslaksens Tod übernahmen dann diese beiden Männer die Führung der Kirche. Das war Axel Johann Smith, das ist ein Sohn von J.O. Smith gewesen, und Sigurd Bradley, ein Schwiegersohn von J.O. Smith, also es blieb alles schon in der Familie. Sie wurden die Leiter der Bewegung. Es gab dann auch noch eine dramatische Situation, als Sigurd Bradley einmal in Bagdad im Irak einen Gottesdienst gehalten hat und dabei festgenommen wurde und 143 Tage in irakischer Gefangenschaft zugebracht hat, bis durch diplomatische Interventionen er dann doch freigekommen ist. Das hat die Kirche sehr bewegt. In den frühen 1990er Jahren durchlebte die Gemeinde dann auch einen internen Konflikt. Es hing zusammen mit einer charismatischen Erweckung und die Ansichten, wie man das zu bewerten hat, gingen darüber auseinander. Schließlich entwickelte es sich so, dass dieser Mensch, Core Smith, der in der Mitte hier mit der Bibel in der Hand steht, dass er dann als unangefochtene Autorität sich aus diesen Jahren hervortat. Bis heute ist er der Leiter der Bewegung. Kommen wir zur Theologie der BCC oder der DCG. Was ist der theologische Fokus? Zentrales theologisches Motiv der BCC ist die Erkenntnis, die man gerne in Anlehnung an 1. Timotheus 3, Vers 16 mit dieser Formel bezeichnet: Christus geoffenbart im Fleisch. Es gibt auch noch ein paar andere Bibelstellen, die da immer mit vorgebracht werden. Römer 1, Vers 3, 8, Vers 3, 9, Vers 5. Hebräer 2, 14 bis 18, 1. Johannes 4, Vers 2. Darin sieht man diese Formel mit verbunden: Christus geoffenbart im Fleisch. Was soll das bedeuten? Es geht um die Überzeugung, dass Jesus wirklich wahrer Mensch gewesen ist, genau wie wir. Er hatte Fleisch. Und wenn er im Fleisch sich geoffenbart hat, dann hatte er auch alle Versuchungen, die ein Mensch so haben kann. Jeder Mensch aus Fleisch und Blut muss Versuchungen durchmachen. Christus ist geoffenbart im Fleisch, also hat er auch Versuchungen gehabt. Jesus war insofern, sagen sie,
nicht gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat im Grunde seine Gottheit abgelegt, wie es in Philipper 2, Vers 7 angedeutet wird. Er hat sich selbst entäußert und hat seine göttlichen Eigenschaften abgelegt und war jetzt quasi während seines Erdenlebens wirklich ein wahrer Mensch. In der Theologie würde man so etwas eine Kenosis-Lehre nennen. Jesus war also so wahrer Mensch, dass er potenziell genauso sündigen konnte wie jeder andere Mensch. Aber er hatte zwar diese Sünde im Fleisch, die steckte in ihm drin, die Potenz zur Sünde sozusagen, aber er hatte kein sündiges Fleisch. Da muss man jetzt ganz genau auf die Formulierungen achten, denn man sagt, Jesus hat alle diese Versuchungen, die man als Mensch so haben kann, bestanden, erfolgreich. Er hat keiner einzigen Versuchung nachgegeben, er ist ohne Sünde geblieben. Und daraus wird jetzt die Schlussfolgerung gezogen, dass es jedem Menschen grundsätzlich möglich sei, in der Kraft des Heiligen Geistes Versuchungen zu widerstehen und nicht bewusst zu sündigen. Das ist die große Erkenntnis. Man kann es schaffen, nicht zu sündigen. Ein entscheidender Bibelvers dafür ist Hebräer 4, Vers 15. Da heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und der Vers geht dann weiter in Vers 16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Hilfe erfahren, wobei Hilfe erfahren dabei auch Sünden zu widerstehen. Der Sieg über die Sünde, das ist das entscheidende Thema. Wir können Sieg haben. Das heißt, einer Versuchung, die man hat, bewusst nicht nachgeben. Das ist der Sieg. Das ist oft kein leichter Weg. Das kostet Anstrengung. Und diese Anstrengung, die wird in der BCC als Leiden im Fleisch bezeichnet. Leiden im Fleisch heißt, ich kämpfe gegen eine Versuchung an. Das kostet Kraft. Solches Leiden hat Jesus vielfach durchgemacht, wenn er Versuchungen widerstanden hat. Das wird mit 1. Petrus 4, Vers 1 zum Beispiel belegt. Da heißt es, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Das ist sozusagen die Hoffnung, die man hat, im Fleisch zu leiden, das heißt Versuchungen zu durchkämpfen, und das soll dann irgendwann dazu führen, dass man Ruhe hat vor der Sünde, dass man nicht mehr so angefochten ist von Versuchungen. Im Laufe der Zeit wächst man immer mehr im Glauben und wird immer weniger von Versuchungen angefochten. Das ist so das Ziel der Heiligung. Das wird auch mit 2. Korinther 4, Vers 10 bis 11 belegt, wo es heißt, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Sündlichem Begehren in bestimmten Lebensbereichen soll also möglichst so konsequent widerstanden werden, dass es schließlich am allerbesten irgendwann ganz stirbt und ganz aufhört. Das ist so der Zielzustand, den man erreichen will, so oft einer Versuchung zu widerstehen, bis sie einem nichts mehr anhaben kann. Das ist dann so ein Zustand des inneren Friedens und Glücks. Dadurch wird man glücklich, weil man immer weniger Versuchungen erlebt. Man sagt, wer diesen Kampf mit den Versuchungen nicht aktiv aufnimmt, der ruht sich auf einer sogenannten billigen Gnade aus. Das ist eine Formel, die hat man aus Bonhoeffers Buch Der Nachfolge gezogen. Bonhoeffer kritisiert dort, dass manche Leute sich auf einer
reinen Rechtfertigungslehre ausruhen und gar nicht mehr Jesus wirklich nachfolgen. Und das spricht der DCG aus dem Herzen. Man will sich nicht auf einer billigen Gnade ausruhen, sondern man will sozusagen die Gnade teuer werden lassen. Man will sie sich wirklich was kosten lassen, indem dass man als Christ wirklich sein Möglichstes tut, so zu leben, wie Gott das möchte. Dabei wird allerdings auch deutlich gesagt, dass Jesus faktisch der einzige Mensch war, der jemals im Kampf gegen Versuchungen lebenslang sündlos geblieben war. Kein anderer Mensch wird eine solche Vollkommenheit in diesem Leben erreichen, aber das bedeutet nicht, dass man es nicht wenigstens versuchen soll. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und das ist sozusagen die Richtung, die er für uns vorgibt. Ein Streben zumindest nach Vollkommenheit. Gegenüber dieser Heiligungsthematik treten alle anderen theologischen Themen eher in den Hintergrund. Auch die Bibellektüre wird stark von diesem Fokus bestimmt, der wie eine Art Kanon im Kanon wirkt, der alles durchdringt. Auch wenn die evangelische Gnaden- und Rechtfertigungslehre in keiner Weise abgelehnt oder in Frage gestellt wird, tritt sie doch gegenüber dem Heiligungsanliegen faktisch kaum in Erscheinung. Also wenn es manchmal von Lutheranern heißt, they shout justification and whisper sanctification, so muss es von der BCC heißen, they shout sanctification and whisper justification. Also sie reden ganz laut und viel über Heiligung, aber relativ wenig und leise über die Rechtfertigung. Die wird einfach so selbstverständlich vorausgesetzt, könnte man sagen. Kommen wir zur Struktur der Brünstadt Christian Church und der DCG. Ich habe es schon gesagt, man baut in Deutschland und überall in der Welt lieber etwas auseinanderliegende große Gemeindehäuser, Versammlungszentren. Das sind dann oft sehr attraktive Gebäude mit modernster Technik und Sportmöglichkeiten auf dem Gelände. Das wirkt gerade für viele Jugendliche und junge Erwachsene sehr anziehend, was einem da geboten wird. Es sind schon tolle Gemeindezentren. Wie gesagt, ich war hier in der DCG Fulda ein paar Mal. Das ist schon ein beeindruckender Ort. Da würden viele andere Kirchen und Gemeinden sich danach sehnen, so ein tolles Gemeindezentrum zu haben. Ja, es ist schon sehr interessant. Es sieht übrigens von außen gar nicht so wie eine Kirche aus, mehr wie ein freikirchliches Gemeindezentrum, auch gar kein Kreuz oder so davor habe ich dann nicht gesehen. Man würde von außen gar nicht erstmal registrieren, dass das überhaupt eine christliche Kirche oder so ist. Man hat internationale Konferenzen, vor allem da in Brünstadt in Norwegen. Dort werden pro Jahr ungefähr 9 bis 10 Großkonferenzen durchgeführt, 4 große Jugendcamps mit Tausenden von Jugendlichen. Ein großer Schwerpunkt liegt auch auf der Medienarbeit. Da gibt es vor allem, ich habe hier mal so ein paar Websites aufgelistet, also die zentrale Homepage BCC in Norwegen, die deutsche Gemeinde hat eine eigene Website dcg-deutschland.de. Unter www.jesus-glauben.de findet man das ganze Material, was im Verlag angeboten wird. Dann gibt es BCC Media. Das ist so ja, eine große Medienarbeit, die aufgebaut wurde mit einem eigenen Fernsehangebot, Web Brünstadt TV, wo eigene Konferenzen und so gestreamt und übertragen werden. Und dann gibt es eine englische und eine deutsche Seite, die sich missionarisch an andere Christen wendet, die Glaubensvertiefung suchen. activechristianity.org und aktiveschristentum.de. Könnt ihr euch alles mal anschauen, da bekommt ihr einen Eindruck von der Arbeit. Man versteht vor allem diese Medienarbeit als Missionsarbeit. Mission unter den eigenen Jugendlichen, die sozusagen in den Glauben hineinwachsen sollen. Mission
unter anderen Christen, denen sozusagen nahegebracht werden soll, dass man ein ernsthaftes, an der Bibel orientiertes Christsein leben kann. Mission heißt jetzt weniger wirklich jetzt, dass man sozusagen versucht, Atheisten zu erreichen oder jetzt transkulturelle Mission zu betreiben, indem man Menschen aus anderen Religionen erreichen will, sondern Mission auf der Basis für Leute, die schon ein gewisses christliches Grundwissen haben. Und Gemeinden aufbauen. Das versteht man als Mission, eigene BCC-Gemeinden aufzubauen, auch in Afrika. Das wird dann vor allem Mission genannt. Diakonie habe ich hier mal ein Fragezeichen dran gemacht. Natürlich sind die Menschen aus der DCG und der BCC sehr hilfsbereit, vor allem untereinander. Man ist ein großes Unterstützungsnetzwerk, man unterstützt sich gegenseitig. Aber es gibt jetzt von der Kirche keinerlei institutionelle diakonische Einrichtungen oder Arbeitszweige, die sich um Menschen in Not außerhalb der eigenen Kirche kümmern. Also es gibt schon BCC, DCG-Mitglieder, die eigene diakonische Einrichtungen betreiben, wie ein Altenheim oder so. Aber das ist dann ihr Privatengagement. Von der Kirche selber als Träger gibt es keinerlei diakonische Einrichtungen. Aktuell ist eine Verstärkung der formalen Organisation und der Zentralisierung der Kirche zu beobachten. Man stärkt das Bewusstsein, wir sind ein großer Verbund. Das heißt, man bewegt sich momentan hin von einem früher eher kongregationalistischen Kirchenmodell, dass jede Gemeinde so selbstständig ist und machen kann, was sie will, hin nun zu einem zentralistischen Modell mit formaler Mitgliedschaft. Dazu wurde 2021 ein internationaler BCC-Verbund gegründet, in den sich jetzt die Landesverbände und die Gemeinden eingliedern können. Eine interessante Frage ist die Stellung der Frau immer wieder, wenn man sich Kirchen betrachtet. Wie ist das bei der BCC? Frauen können dort grundsätzlich leitende Funktionen in vielfältigen Bereichen übernehmen. Es ist ja so, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass es bei der DCG, BCC gar keine Pastoren gibt. Es gibt keine Hauptamtlichen, die angestellt werden. Es gibt auch keinerlei theologische Ausbildung. Und von daher gibt es auch keinerlei Ordination. Deswegen stellt sich die Frage nach einer Frauenordination gar nicht, weil es gar kein Amt gibt eines Pastors oder eines Pfarrers. Das Amt eines Gemeindeleiters gibt es, das wird, soweit ich sehe, bislang nur von Männern ausgeübt. Aber es gibt sozusagen in der rechtlichen Struktur schon auch Frauen in verantwortlichen Positionen. Zum 5-köpfigen Vorstand des DCG-Dachverbands in Deutschland gehört heute mit Claudia Girmes auch eine Frau. Früher war es so, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen noch stärker sichtbar war. Frauen mussten ein Kopftuch tragen, so wie ich das verstanden habe in der Vergangenheit, und teilweise auch sich in den Versammlungen separat setzen. Das ist in den letzten Jahren alles aufgelöst worden. Da haben sich sozusagen das äußere Erscheinungsbild, auch was Männer und Frauen betrifft, hat sich sehr modernisiert im 21. Jahrhundert. Das geistliche Leben der Brünstadt Christian Church, muss man mal erlebt haben. Wenn man sonst aus einer anderen Gemeinde kommt, ist es schon was ganz anderes, wenn man mal eine Versammlung der DCG besucht. Die Gottesdienste bestehen hauptsächlich aus Kurzzeugnissen. Also es sind viele Leute beteiligt an einer Sonntagsversammlung. Bestimmt 10 bis 20 Leute gehen so nacheinander nach vorne, erzählen etwas, geben etwas weiter, man betet zusammen. Es werden Lieder gesungen. Das Liedgut besteht dabei hauptsächlich aus Liedern der eigenen Tradition. Wenn man aus einer anderen Kirche kommt, kennt man die wenigsten Lieder, die dort gesungen werden. Es sind oft Texte, die sich sehr stark um das Thema Heiligung drehen
unterlegt mit volkstümlichen skandinavischen Melodien meistens. Sie haben so einen einheitlichen Volksliedstil, finde ich jetzt so. Eine klassische Predigt, wie in vielen anderen Kirchen und Freikirchen, gibt es gar nicht in so einem Gottesdienst. Ebenso wenig liturgische Gesänge oder Formeln. Das wird so, habe ich den Eindruck, ganz abgelehnt. So ein statisches, aus ihrer Sicht, Vaterunser oder Glaubensbekenntnis oder auch ein Segen gibt es nicht am Ende des Gottesdienstes. Also hauptsächlich läuft eine Versammlung so ab, dass einige Älteste in der ersten Reihe sitzen, die machen den Anfang, die gehen nach vorne und zitieren einen Bibelvers, der ihnen wichtig geworden ist und legen den aus, erzählen, welche geistliche Erfahrung sie mit diesem Bibelwort gemacht haben. Dann setzt man sich wieder hin und dann kann der Nächste nach vorne kommen und etwas erzählen. Wenn ein paar Leute erzählt haben, wird zwischendurch mal wieder ein Lied gesungen und dann können wieder andere nach vorne kommen. Es können Frauen und Männer nach vorne kommen, Junge oder Alte. Jeder darf sozusagen mitmachen, was ihm der Geist gegeben hat. Die Sonntagsversammlungen sind meistens ein Gemeinschaftsevent, da gehört oft auch noch ein gemeinsames Essen dazu. Während der Woche trifft man sich auch in altersgemäßen Kleingruppen, in Hauskreisen. Die DCG praktiziert die Glaubenstaufe im Erwachsenenalter durch vollständiges Untertauchen. Und die Mitglieder identifizieren sich meistens sehr stark mit der Gemeinde. Sie sind sehr engagiert, finanziell und zeitlich. Und auch viele Deutsche haben sogar in Brünstad in Norwegen sich auch finanziell mit engagiert, indem sie dort Mietnutzungsverträge abgeschlossen haben, sozusagen Häuser oder Wohnungen gepachtet haben, wodurch sie die Konferenzen dann dort miterleben können und immer auch ein Quartier dann da haben und gleichzeitig die Finanzierung des Komplexes unterstützen. So verstehe ich, das ist ein sehr ausgeklügeltes Finanzsystem, wo alle Mitglieder weltweit irgendwie mit einbezogen werden und womit eine solide Finanzierung gelungen ist. Wie bei jeder Organisation gibt es natürlich auch in Bezug auf die BCC kritische Stimmen. Manchmal tauchen kritische Äußerungen über die BCC auf, vor allem von Aussteigern der Bewegung, die mal früher dazugehört haben und aus irgendeinem Grund die Gruppe verlassen haben und die sagen, ja, das war mir da zu streng, oder manche sagen, es ist mir alles zu eng dort vorgekommen oder zu autoritär. Manche haben bemängelt, dass es ja eine mangelnde Gleichberechtigung von Frauen gab oder eine zu strenge Sexualmoral, wie zum Beispiel die grundsätzliche Ablehnung homosexueller Partnerschaften. Oder dass man sich zu stark abgeschottet hat, was tatsächlich auch lange Jahrzehnte so war. Es wird kritisiert, dass es zu starke soziale Kontrolle gab oder zu strenge Kindererziehung, Leistungszwang oder dass der Spendendruck zu hoch gewesen sei. Das haben manche so empfunden, manche sind deswegen aus der Kirche ausgetreten, haben sich eine andere Gemeinde gesucht. Wenn man mit Mitgliedern der Gemeinde selber spricht, ist das oft genau das Gegenteil, dass man sehr glücklich berichtet über positive Erfahrungen in der Gemeinde und dass man das kaum verstehen kann, wie jemand ja so Schwierigkeiten hat damit. Das ist ja oft in entschiedenen christlichen Gemeinschaften so, dass die einen das gerade gut finden, dass es, sage ich mal, ethische Vorgaben gibt, dass es eine enge Verbundenheit, einen starken Zusammenhalt gibt. Das bietet einem Sicherheit und Geborgenheit. Und andere empfinden genau das Gleiche als Einengung, als Bevormundung. Ich denke mal, entscheidend ist aus meiner Sicht, wie es gelingt, dass auch Menschen, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller leben und denken, in der DCG einen Raum der Freiheit erleben und dass man dort auch die Schattenseiten der eigenen Bewegung offen ansprechen und thematisieren und an ihnen arbeiten kann. Das ist natürlich gerade für Freikirchen und Gemeinschaften besonders schwer, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das
bewusste Sünden in der Kraft des Geistes Gottes ja vermieden werden können. Also wenn dann jemand ankommt und sagt, hier ist was falsch gelaufen in der Gemeinde, hier gibt es einen Missstand, dann ist das eben gleich ein geistliches Problem. Dann ist das nicht nur eine organisatorische Frage, denn dann steht ja die Frage im Raum, haben wir hier Sünde toleriert? Und dann wird ja irgendwie die faktische Heiligung der Gemeinde damit gleich in Frage gestellt. Das ist natürlich für eine Gemeinde, die sich um das Thema Heiligung versammelt, schwerwiegender als vielleicht für andere Kirchen. Und so ist man dann schneller vielleicht auch in der Gefahr, einen Missstand so unter den Tisch zu kehren oder zu ignorieren, zu verdrängen oder ihn als einen Einzelfall zu thematisieren, der aber mit der Kirche ja nichts zu tun habe. Ich habe aber den Eindruck, dass da sehr viel Bewusstsein gewachsen ist in den letzten Jahren und vieles, was man noch so liest im Internet oder so an Kritik, bezieht sich inzwischen auf eine vergangene Zeit und das darf man nicht 1:1 auf die DCG, BCC anwenden, die man heute so sieht. Da hat sich doch schon sehr viel verändert, vor allem auch hier durch den Leiter Corey Smith, der inzwischen 80 Jahre alt ist. Er ist ein Enkel des Gründers Johann Oskar Smith und unter seiner Leitung in den letzten 20, 30 Jahren hat sich die DCG, BCC schon umfassend modernisiert und vor allem in den letzten 5, 6 Jahren, würde ich sagen, ist da großartig was in Gang gekommen. Bis dahin war die DCG schon sehr abgeschlossen und nur auf sich selber fixiert. Und seitdem ist ein großer Öffnungsprozess nach vorne gegangen, der bewusst angestoßen und von der Leitung gewollt worden ist. Während man früher sehr kritisch gegenüber anderen Kirchen geredet hat, propagiert man heute bewusst, dass man auf dem Boden der Ökumene steht, dass man die altkirchlichen Bekenntnisse anerkennt. Es gibt auch nicht wie früher es gibt keine abwertenden oder verunglimpfenden Äußerungen über andere Kirchen mehr. Das war im 20. Jahrhundert schon oft noch so. Und in Norwegen hat man 2019 um die Aufnahme in den sogenannten Christenrat, den NKR, gebeten. Das entspricht ungefähr in Deutschland der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, also der ökumenischen Zusammenarbeit. Nach einem 2-jährigen Beobachterstatus wurde man dann tatsächlich 2021 als Vollmitglied in den norwegischen Christenrat aufgenommen. Seitdem hat man auch in Deutschland Kontakte zur ACK und zur Evangelischen Allianz auch intensiviert. In Backnang wurde die DCG im Juni 23 wurde die DCG Maubach dort zum ersten Mal in die ACK, in eine örtliche, lokale ACK aufgenommen und das wird, denke ich, auch an den anderen Orten auch noch weiter passieren. Also ist eine große Öffnung im Gange, eine Zusammenarbeit auch mit anderen Gemeinden, ein gegenseitiges Wahrnehmen und Kennenlernen. Ich komme zu meinem Fazit. Die BCC oder DCG ist eine Freikirche, die von den Heiligungsbewegungen des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Letztlich geht die Theologie auf methodistische Anschauungen von John Wesley zurück, von der christlichen Vollkommenheit. Man hat damit ähnliche Wurzeln wie die Gemeinschaftsbewegung, wie die Pfingstbewegung, aber an einigen entscheidenden Abbiegungen hat man sich dann für einen ganz eigenen Weg der Abgrenzung entschieden, der sich dann ganz auf das Erbe einer ernsthaften Heiligungstheologie konzentrierte, aber so ein paar pfingstlerische Elemente beibehalten hat, wie zum Beispiel das Zungenreden. Beim zentralen Thema der Sünde fällt auf, dass es in diesem Komplex Sünde und Heiligung fast immer nur um Fehlverhalten der individuellen Ethik geht. Also sozialethische Fragen, strukturelle Sünden wie Rassismus oder soziale Ungerechtigkeit oder Klimaschutz oder so, das wird kaum thematisiert. Also die durch den christlichen Glauben angestrebte Vollkommenheit bezieht sich weitgehend darauf, im beruflichen und familiären Alltag
ein sinnerfülltes und glückliches Leben zu führen, indem man subjektiv Versuchungen widersteht, versucht ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen zu behalten und dann ist gut. Das ist so das Ziel, was man erreichen will, habe ich so den Eindruck. Spannend ist das Verhältnis der BCC zur Theologie. Die Gründerväter waren alle keine Theologen. Sie haben von Beginn an sogar vor der Beschäftigung mit wissenschaftlicher Theologie eher gewarnt. Und da die Struktur der Kirche auch keine hauptamtlichen Pastoren und Theologen vorsieht, gab es bis heute auch keine theologische Ausbildungsstätte. Grundsätzlich sitzt die Überzeugung schon noch recht tief, dass fehlende theologische Bildung nicht schlimm ist. Sie hat keinerlei negative Auswirkungen. Der geistliche Zustand der Gemeinde ist nicht von theologischem Nachdenken abhängig, sondern davon, dass die Gemeindeglieder sich Gott hingeben, mit ihm verbunden sind und dass der Heilige Geist schon die richtige Schrifterkenntnis schenken lässt. Das kann man dann der Gemeinde weitergeben. Auf dieser Basis hat man 2022 auch eine sogenannte Glaubensgrundlage veröffentlicht. Ein 90-seitiges Dokument kann man sich auf der Homepage heute downloaden. Wenn man sich über die Theologie der DCG informieren will, ist das dort ausführlich erläutert mit vielen Bibelstellen. Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte kann man das jetzt alles nachlesen, was theologisch so gedacht wird. Ich denke, insgesamt bietet die aktuelle Entwicklung viele Chancen. Zum einen für die BCC selbst, sie ist in einem sehr spannenden Aufbruchprozess. Durch vielfältigen Dialog wird jetzt vieles mal angeschaut und angegangen und die Kirche wird modernisiert und manche alte Zöpfe sozusagen werden abgeschnitten. Man geht wirklich mit offenen Augen in eine neue Zeit. Und ich glaube auch, dass die BCC, die DCG, auch in der Ökumene eine wichtige positive Rolle spielen kann, mit ihrer Betonung ihres wichtigen Themas des gelebten christlichen Lebens, der Heiligung, dass der Glaube wirklich etwas mit Ethik zu tun hat. Das können sie mit einbringen in den Dialog, in die Gemeinschaft der anderen christlichen Kirchen und das kann zu einer Belebung auch der christlichen Welt führen. Von daher bin ich sehr gespannt, was so in den nächsten Jahren aus der DCG wird und wie sich das alles weiterentwickelt.